warum Yuri umgebracht wurde. Darüber habe ich mir, um ehrlich zu sein, zwar Gedanken gemacht, aber ich bin nicht wirklich zu einem Entschluss gekommen. Weil es gab ja kein Motiv in diesem Fall. Die einzige Person, bei der es Sinn machen würde, wäre ja Hibiki, weil sie unbedingt, also wirklich, wirklich gehen wollte. Aber ich glaube nicht, dass sie es war. Oder auch Kanade. Warum wurde Yuri umgebracht? Speaking of which, didn't Yuri lock himself in his room after telling the girls to kill him? It'd be awfully difficult to drag that guy out of his room. Hardly. If he was serious, a girl would only need to knock, and Yuri would open his door. Ja, vor allem bei dem Typen. Are you saying that the culprit is a girl? Ist der Täter vielleicht weiblich? So, like, doesn't it all point to Rufo anyway? I'm telling you, it's not me! Wait, everyone. If the culprit were a man, wouldn't that make the crime that much more ingenious? The obvious answer would be that the culprit is a woman, but if it was a man... Ja, das wäre dann natürlich deutlich unwahrscheinlicher, dass man darauf kommt. They would be able to exclude themselves from the list of suspects for that reason. Eben. But Yuri's the kind of guy who hates even being spoken to by another guy. Und genau deswegen habe ich mir auch gedacht, es muss wahrscheinlich ein Mann sein und nicht eine Frau. Natürlich auch wegen des Gewichtes, das ich schon mal angesprochen habe. As long as Yuri had locked himself in his room, a man would have never been able to lure him out. Ha? Laut dem, was Emma gerade gesagt hat, hätte ein Mann der Täter sein können, wenn Yuri nicht in seinem Zimmer gewesen wäre. Er war 2 Tage lang in seinem Zimmer und ist für eine einzige Sache rausgegangen. Und diese Sache war... Oh, no! Hangman's Gambit! Hangman's Flashback! Was zum Teufel ist Hangman's Flashback? Oh, was zum... Ach, jetzt muss man ja auch noch Memory spielen, oder was? Hangman's Gambit plus Memory? Verstehe ich das richtig? Oder wie sieht's hier aus? Ja, aber das ist doch scheiße. Guckt euch mal da oben an, da steht da sogar schon die Antwort. Ey, ist das euer Ernst? Oh, man. Hättet ihr nicht zumindest ein anderes Wort dahin packen können? Jetzt steht da schon die Antwort. Ich meine, ich wusste die Antwort sowieso schon, weil es ziemlich offensichtlich ist. Aber schreibt das doch nicht dahin, auf das Tutorial da. Oh, man. Ja, ist ja gut. Also, dass man das nicht bedacht hat. Gut, Hangman's Flashback. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ich glaube, man muss einfach Memory spielen. Okay, ja, kann ich jetzt hier anfangen? Okay. A. Und dann brauchen wir noch ein Y. Achso, ich dachte, das wechselt jetzt nach einem Mal. Aber nee, das weiß ich nicht, wo das... Ja gut, so schreibt man nicht Party. Aua! Oh, okay. Fuck. Okay, ich hab's. Also, dass das gerade schon geteased wurde bei der Erklärung ist seltsam, um es mal so zu sagen. Ja, okay, ich wusste nicht, dass das Videospiel so funktioniert, weil ich das einfach geskippt habe, so ein bisschen. Gut, auf jeden Fall wegen der Party. The party last night. Yuri was at that party, wasn't he? Didn't he drink late into the night too? Oh yeah, he was there. So then if someone attacked Yuri right after the party ended, it could have easily been a man. Dann hätte es ein Mann sein können, wenn es während dieser Party gewesen wäre oder danach, kurz danach. Yes, that's true. You're taking that into account now? Quick-witted bunch, aren't you? You asshole! You're not even participating in the discussion! Ja, schon irgendwie. What? Do you want me to help? That'll be a million crows. I'll figure this all out for you then. Shut up, you Scrooge! Der will immer nur Kohle haben, ey. If Sora's right, a man really could have attacked Yuri, but that's no reason to rule out a girl as a culprit. Ja, das stimmt. Das heißt ja nicht, dass es nicht auch eine Frau gewesen sein könnte. Of course. She said that the culprit could be a man. Not that they couldn't be a woman. For a man like Mr. Kagurine, the idea of him giving up his life to a woman that approached him during the festivities is all too plausible. Yeah, but I'm curious about something. The party was last night, right? Yuri died this morning. If the culprit attacked Yuri after the party, wouldn't that mean the culprit was inside the Monocrows during nighttime? Gute Frage. The Monocrows doors lock after 10 p.m. Die Türen schließen sich um 10 Uhr. Wo war dann der Täter mit Yuri die ganze Nacht? Yeah, if the party was last night and the murder happened this morning, there's a huge gap of time missing between them. So the question is, if a man really did attack Riri after the party, what was he doing until morning?
But didn't all the people who were drinking late into the night return to the Monocrows before 10 p.m.? Ja, du, schwere Geschichte, sagen wir so. Also, das lief nicht ganz so gut. That's, I can't really remember. Probably. I was the only sober one there. Although, Yuri was late. He told me he'd be stopping by the bathroom. I get it. That was when somebody kidnapped Rin then. Ja, das kann gut sein. No, that doesn't make sense, because the murder happened at the bell tower just after the morning announcement. Ja, schon, aber das heißt ja nicht, dass er dort nicht schon gekidnappt worden sein könnte. The culprit would have been locked inside the Monocrows. They wouldn't have had any time to prepare for the murder. You're assuming things again. There's no rule that says you have to stay inside the Monocrows during nighttime. Stimmt, die Regel besagt nur, dass dann diese Monster auf der Insel sind oder so. What? But the rules? State that the Monocro's doors close at 10 p.m. and that sleeping outside the dorms is not allowed. That's all. Das heißt, man darf nur nicht außerhalb unserer Räume schlafen. Wenn diese Person aber nie geschlafen hätte, dann ginge es vielleicht? If the culprit never boarded the Monocro's, they would be free to wander the island after the door was locked. If they stayed up all night, they wouldn't be breaking any rules. Das stimmt. Being outside the Monocro's at night isn't a rule violation? Is that true? Yes, I've done it before. Sie hat das schon mal gemacht, okay. I wondered what would happen if I slept during the day and stayed out all night outside. Sie ist schon ziemlich mutig, ja? And nothing happened. The doors opened in the morning, and I was able to board the Monocro's as usual. But didn't Monocrow say that monsters would be wandering the island at night? You still could have been injured, Coco. Ja, da mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen. Was sind denn diese Monster überhaupt? I was fine. I stayed on the main roads and never ran into any sort of monster. Ich dachte mir halt, wenn man vielleicht irgendwo drin bleiben würde, wäre das kein Problem. Aber sie war ja sogar draußen und auch ihr ist nichts passiert. Although I do wonder if something may be hidden in the forest. Vielleicht irgendwas im Wald. If Kokoro is telling the truth, it's possible that Yuri never re-entered the Monocrows last night. According to Yoriko, he did return, just much later than everyone else. But isn't it possible that he was attacked and then placed in the bell tower until this morning? According to that theory, the culprit is one of the people who were drinking late into the night. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Der Täter muss einer derjenigen gewesen sein, die gestern Nacht länger dort waren. What do you think, Yoriko? You're one of the people who stayed behind, aren't you? So that's true. But it wasn't me. I got back to the Monocro's with everyone else. About that. None of us were exactly sober, so we don't really remember that. Sorry, Yuko. What? They were all drunk as skunks. Ja, so könnte man sagen. Indeed. And none of them can recall a thing. Speaking of which, I don't recall seeing any alcohol during the preparations for the party. Oh, you're right. Ja, irgendjemand muss diesen Alkohol reingeschmuggelt haben. Das war nicht normal. And yet, there was alcohol abound in the beverages by the time the party started. I believe this is no mere coincidence. Das war auf keinen Fall ein Zufall, nee. Are you saying that the culprit put alcohol in the drinks in order to get everyone drunk and fog up their memories? Wait, isn't it possible that someone impulsively committed a murder because they were under the influence at the time? No. You can tell by looking at the crime scene that someone put a great deal of thought into this murder. Ja, also ich glaube auch nicht, dass die Person, die jemanden ermordet hat, die Yuri ermordet hat, betrunken war, weil das ist echt ein krasses Setup gewesen bei dem Mord. It doesn't fit an intoxicated cover-up. If the culprit brought the alcohol, doesn't that mean they helped organize the party? Who are the ones organizing the party? You, Ra-Ra, Mac, Yuko, Mikado, and myself. Ey, du musst echt mit den Spitznamen aufhören, hey. Wer zum Teufel ist Mac? Just the six of us. Yoriko is nothing but suspicious. Was ist mit Kanade los? Sie weiß doch selbstbestimmt, dass Yoriko es überhaupt nicht war. Ich glaube zumindest, dass sie es nicht war. Es wäre zu offensichtlich. So the culprit's someone that helped with the party and stayed out last night, and they would have to be sober. That's what you're saying? Hey, wait a second. The only person who wasn't drinking last night was Yoriko. She said she'd be chaperoning Dry, since we had to get back by 10 p.m. No, I mean that's true, but... Ich meine, sie sieht schon ziemlich verdächtig aus, aber wir haben ja noch was weiteres gefunden dort. That's... The evidence all lines up. Yoriko. Yoriko, can you explain what happened in more detail? We just want to believe you. You're not listening to Oh. me.
a little too far. Look, I'm innocent. So langsam wird sie aggro und jetzt kommt auch noch dieses Minispiel dazu. To be accused as the culprit because of a series of coincidences. I can still defend myself, you know? Listen to me before you start talking. Okay, ja, gut. Ich höre mir jetzt mal nicht die Erklärung an, weil vielleicht wird da wieder ein Spoiler genannt. Machen wir einfach so, ich krieg das schon hin. Bestimmt, irgendwie. Seobais Aussage, ich weiß gar nicht mehr, was der gesagt hat. Gut. I know I have to accede to your unjust accusations. But if I'm really the culprit, do you really think that I'd go about it this way? Like you said, Yuri would have done anything for a woman, even die for her. There's no reason for me to wait until the party to kill him in such a complicated manner. The culprit may have waited until the party because of their plan involving the alcohol. Like we said before, they used it to dull everyone's memories so they could easily get away with their plan. Genau. The fact that Yuri attended the party in itself could indicate that he was working with the culprit. So you're just saying that I would do something as stupid as intentionally... Alter, wie schnell geht der das? Alter! I wouldn't go about it that way. If you two weren't at the tower with me, you wouldn't be suspecting me. Is that how it is? Just because of that, you're suspecting me. It's completely unfair. Wie zum... Ich hätte mir die Erklärung anhören sollen, oder? Yuriko hat etwas getan, was nur der Täter tun würde. Es gab eine Aussage darüber, wie sie das vorbereitet hat. Wir sollten ihr den Beweis zeigen. Ich glaube nicht, dass sie es war. Mach den Scheiß hier weg, hey. So. Okay. So, weg damit. Ja, aber warte. Das war's noch nicht, ne? Nee. The culprit may have waited until the party because of their plan involving the alcohol. Like we said before, they used it to dull everyone's memories so they could easily get away with their plan. The fact that Yuri attended the party in itself could indicate that he was working with the culprit. So you're just saying that I would do something as stupid as intentionally going to the party? If I was the culprit, I wouldn't go about it that way. If you two weren't at the tower with me... Kann ich mir eigentlich noch mal irgendwie die Beweise anschauen jetzt hier? Ich weiß nicht mal, was seine Aussage überhaupt war. Hätte ich das... Sorry, ich muss mir mal hier anschauen, was er gesagt hat. Ach so, genau, sie hatte ein Seil dabei, das habe ich komplett vergessen. Oh, okay. So, da bin ich wieder. Man muss den Pfeil erstmal hier ausrüsten, das ist anders als bei dem richtigen. Danganronpa. Das wusste ich nicht. Und jetzt, so. Wofür war das Seil, ha? Sag es mir. Ich glaube nicht, dass du es warst, aber ich bin dennoch neugierig, was da los war. Jetzt bin ich echt neugierig. Wofür das Seil? It's not just that, Yoriko. Shobai told me that he saw you going to the bell tower this morning. What? He also said you were holding a long rope in your hand. Man muss natürlich dazu sagen, wir wissen ja gar nicht, ob er die Wahrheit sagt. A rope? The same rope that Rinrin was tied up with? Shobai, you were telling the truth, right? Spricht er den Namen Shobai aus? Ich dachte, er hat die ganze Zeit Siobai gesagt. I was. At the time, I didn't know that woman would be so important to the case. I was wondering what she was planning to do with something like that. Now that I think about it, that was a really important piece of evidence. Wait, he's lying! Shobai isn't telling the truth! Man spricht hier wirklich Shobai aus. Fuck. I really was attacked by someone as soon as I left the Monocrow. He's trying to slander me. He's the culprit. Even if you say that. Yeah, all the evidence is stacked against you. Alle Beweise sprechen gegen sie. It's almost undeniable. Es kann nicht so offensichtlich sein, oder? Dass sie es war? Vielleicht war es der Shobai. Or maybe you're just an idiot, Yoriko. What? Why are you all accusing me? Why me? Mr. Hashimoto's testimony is the most damning thing here. How do you plan to defend yourself against that? Aber es gibt noch so viele Dinge, die wir noch gar nicht besprochen haben. Yuko, are you really the culprit? Wait, Shobai really is lying. Ja, ich sag's doch, der lügt einfach. What? Sora, did Shobai mention when he saw Yoriko leave? That's... Yoriko left right after the morning announcement, so wouldn't that be around 7 a.m.?
I was on the second floor of the library at the time, and I saw Shobai climbing the stairs from the second to the third floor. Shobai, even if you did see Yotoko leave, unless you knew her destination beforehand, you'd have trouble figuring out she was headed for the bell tower. Er hat uns einfach angelogen, huh? And didn't you say you saw Yuroku holding a rope? Shobai, were you lying to me? Ha! So you got me out. Sorry about that. But I wanted to test you all. Er wollte uns testen? Test us? Like I said, if you clear the class trial for me, I'm good. I was testing whether you could really do it without my interference. What? You gotta be joking! Ja, der Typ ist echt verrückt. Ich dachte vielleicht, er wird sich jetzt ein bisschen ändern, aber scheinbar nicht. Just a little bit of perjury, really. I didn't think the psychologist would realize. Well, whatever. I'm counting this as a win. Asshole! What the hell are you doing? Settle down, Mr. Kasai. Violence is against the school rules. Calm down, Shin. You can beat him up after we get out of here. Ja, okay. That proves my innocence, right? Shobai's the one who lied. He's even more suspicious than I am. I don't know. His testimony might be false, but you're still the most likely suspect. But we're being cruel to Yoriko, aren't we? We should talk about this some more. Ich glaube, sie war es nicht irgendwie. No, Ruko's definitely the killer. Das wäre viel zu einfach und vor allem haben wir noch einige andere Dinge gesehen. I don't want to suspect my friends. I want to believe everyone instead. Well, this is rather complicated, isn't it? We seem to be split right down the middle. Oh no, kommt jetzt das Minispiel, wo man sich aufteilt? If that's the case, Oh no. let's decide with a proper debate. Ey, gib mir aber die geile Musik zumindest dazu. Please remain calm as your seats are rearranged. Also das Spiel kam dann definitiv nach Danganronpa V3 raus. Ob Yoriko die Täterin ist oder nicht. Wir müssen das etwas mehr besprechen. Ja, okay. Ja, ach komm, ich brauche die Erklärung, hey. Muss einfach wieder die Aussagen. Team Solar und Team Luna. Okay. Team Sonne und Team Mond oder was? Und einfach Aussage gegen Aussage. Okay, es ist mehr oder weniger so wie in Danganronpa V3. Das sollten wir hinbekommen. Denke ich mal. Aber gib mir die geile Musik, ansonsten raste ich hier aus, hey. So. Ja, ist ja gut, Mann. Ja, die Musik kommt schon, okay. Du musst deinen Key rausholen, sonst geht das hier nicht. Ja, dann halt nicht. Ja, das Budget nicht für gereicht. So geht's natürlich auch. Team Luna. Und Team Solar. Ist Yoriko die Täterin? Wir sind dagegen. Gegen diese Aussage. Yoriko is the only one that went to the party and fits all of the criteria. This one's mine. We still need to figure out if the party is even relevant to the case. Okay. Knowing Yuri, the killer has to be a woman. Emma, We've already established that the murder could have been committed by either a man or a woman. Ruko's the only one with a super suspicious alibi. Yotoko! Kokoro and Shobai don't even have alibis. Why are you accusing me? But, Yotoko, weren't you the only one who handled the food at the party? Kokodo. False. Yotoko was not the only one who handled the food at the party. Okay. She could have taken advantage of the fact that we were drunk to forge her alibi. Shinji. Yuroku wasn't the only one who wasn't drunk. So shouldn't we suspect the others too? Yotoko is our only suspect, so there's nothing else we can do. Na, das stimmt überhaupt We nicht. haven't even talked about the possibility of another suspect besides Yuko. Gut, damit hätten wir auch das. Oh nein, jetzt muss ich hier Knöpfe drücken. Z. Okay. Okay, das kriege ich noch hin. Oh, Z und A, das kriege ich hin. Hab's auf meinem Controller schnell gefunden, welche Tasten das waren. Oh, gut. Das lief ganz gut, würde ich mal sagen. So, weiter geht's. Season Skill muss ich wirklich mal wegmachen, ey. Seems that a conclusion has continued to evade us. At any rate,
It's wrong to conclude that Yodoko's the killer when there's still so many unanswered questions. Wir haben ja fast noch gar nichts besprochen eigentlich. We need to discuss this some more. Sora. Okay. I don't want to doubt my friends any longer either. Let's drop the subject of the culprit and discuss some other things first. Wir sollten erstmal einige andere Dinge besprechen. Wait, so we're back to square one? Good thinking. Unlike a regular trial, a single misstep will result in tragedy. We need to keep discussing this until we reach a decisive conclusion. I mean, Kokoro, don't you know who the culprit is? Can't you just tell us so we can call it a day? Das wäre wohl einfacher, wenn sie es wirklich weiß. You all currently believe Yodoko is the culprit. Would you even be able to accept it if I named someone else? So you don't believe Miss Kabuya is the culprit? Alright. So instead of who they are, let's talk about how the culprit did it. Wie hat der Täter Yuri umgebracht? Das ist vielleicht erstmal die interessantere Frage. How they did it? We're not sure whether the culprit attacked Riri this morning or after the party. Did you forget what the culprit did before they killed Riri? Bevor der Täter Yuri umgebracht hat, redet sie über das Objekt, das an Yuris Körper war. Dieses Objekt wäre... Du meinst... das hier, oder was? Dieser riesige Haken. Wo kommt der denn überhaupt her? Kann man den im Warehouse sich holen, oder was? Got it. Keine Ahnung. Are you talking about the hook that was embedded in Yuri's calf? Yeah, you said it was already embedded when you first saw him, right? Even if Riri was drunk, he wouldn't have just stayed still while the culprit stuck that thing into his leg. Ja, das stimmt. They would have had to restrain him by any means possible. So you're saying we should discuss how the culprit went about doing that? Das müssen wir herausfinden. Ich habe da schon eine Vermutung. Ihr wahrscheinlich auch. Aber hören wir uns doch mal an, was die anderen hier so zu sagen haben. Ah, jetzt habe ich sogar eine Auswahl. Cool. Na, wie ändere ich die überhaupt? Huch. Ah, okay. Maybe they stunned him by hitting him with a blunt weapon? Könnte das sein? No, they wouldn't risk Yuri dying right there. Regardless, it's certain that the culprit did something to immobilize Yuri's... Perhaps he was so drunk that he passed out. Hast du gerade einfach geskippt? Wait, no, that's dumb. I'm sorry. Habt ihr das... Moment, das will ich nochmal hören. Wurde der Satz da gerade einfach geskippt? Moment. Machen wir nochmal. Warte mal. Geh mal hier mal. Nur hier schon mal das hier. No, they wouldn't. Regardless, it's certain that the culprit did something to immobilize Yuri's... Der Satz, das gibt einfach. Das letzte Wort wird nicht gelesen. Warum? No, that's dumb. Ja gut, komm. Nein, ich wollte... Jetzt krieg ich einfach Minuspunkte, hey. Aber auf jeden Fall. Wir haben natürlich dieses Betäubungsmittel gesehen, das genutzt wurde. Ah, nee, ich will ihm noch zustimmen und nicht... ich bin dumm. Ja, ich stimme ihm zu, aber ich muss natürlich irgendjemandem widersprechen. Sorry, das war dumm, hey. Was haben wir noch? Moment, was soll ich... Ich dachte, ich war mir jetzt so sicher, dass ich die richtige Antwort hätte. Yorokus Aussage... was war denn überhaupt nochmal Yorokus Aussage? Mann, die Steuerung in dem Spiel, die triggert mich echt, hey. Wie gucke ich denn jetzt mal in mein Menü? Ah, hier. Was war Yorokus Aussage nochmal? Yorokus Aussage. Yuri ist alleine ins Badezimmer gegangen. Also ist er nicht zurück mit Yoroku gegangen. Okay. Ja, also wir brauchen doch hier das Betäubungsmittel, oder nicht? Das ist irgendwie der einzige Weg. Soll ich das auf das schießen? Das ist doch... Das ist auch... Okay. Einfach, das war jetzt so offensichtlich irgendwie. Weil der Yuki, der ihr ja schon widersprochen hat. Wisst ihr? Deswegen dachte ich, okay, muss was anderes sein. Das war zu einfach. Naja, gut. So.